Hola, hola, Unterzahl-Team. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Jadi. Und ich bin Jill und herzlich willkommen beim österreichischen Handball-Podcast Unterzahl. Heute haben wir einen ganz speziellen Gast bei uns. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist, Ivan. Du bist Vize-Weltmeister mit Kroatien, hast aber in Österreich Handball spielen gelernt, hast jetzt eine wahnsinnige Laufbahn auch in Deutschland durchgemacht. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist und dass du uns heute Einblicke in deine Karriere und dein Leben gibst. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier ein paar interessante Themen über mich zu besprechen. Bevor wir richtig loslegen, Ivan, ganz ehrlich, wenn du gerade auf dein Leben jetzt schaust, was zeigt deine emotionale Anzeige dafür? Gerade ist echt ganz weit oben, vor allem was alles in dem Sommer bei mir passiert ist. Von Transfer zu Hochzeit und Umzug hin und her. Also gerade sehr hoch, aber sehr, sehr cool und bin sehr, sehr happy. Ja, starten wir gleich mal rein mit dem Transfer. Ich glaube, da gab es ja einiges, die Handballwelt aufgebracht hat. Du bist jetzt nach Veszprém gegangen von den Rhein-Neckar-Löwen. Dort hättest du noch ein Jahr Vertrag gehabt. Wurdest aber jetzt frühzeitig abgekauft mit einer riesen Summe, die den österreichischen Handball, oder das heißt Österreich, den weltweiten Handball aufgebracht hat. Ich glaube, in Österreich haben wir uns auch alle gefreut darüber. Ja. Was sagst du zu dem Transfer? Was hast du so gedacht, als das so wirklich wahr geworden ist und die Unterschrift da gelassen hast? Ja, war schon eine Achterbahnfahrt, muss ich sagen. Es war viel hin und her, war auch nicht einfach, weil eben die Anfrage so spät kam. Ich glaube, Anfang Mai habe ich dann den Anruf bekommen von Pasky, ob ich da hin möchte. Und dass es halt schnell gehen musste, war, glaube ich, für alle klar. Und ich habe mich dann entschieden, ja, ich glaube, einfach Ja zu sagen, weil es für mich dann schon ein Traum ist, Champions League zu spielen, habe ich noch nie gemacht. Ja, und dann gingen die Gespräche los. Ich glaube, in den letzten 2 Monaten, habe ich noch nie so viel telefoniert. Aber ich glaube, das war es wert. Wirklich, ich bin auch allen dankbar, die mir da geholfen haben. Auch beiden Vereinen, die sich dann im Endeffekt auch zusammengefunden haben, sodass jeder zufrieden ist, jeder eine Lösung gefunden hat. Und ja, ich glaube, die Summe, glaube ich, stimmt nicht ganz. Gibt es einen Einblick in die Summe? ist Darfst du? schon, ich glaube, das ist jetzt schon eine höhere Summe, aber ich glaube, so was die Million angeht, ist schon weit weg. Also ich glaube, im Fußball sind das schon deutlich größere Zahlen, aber im Großen und Ganzen bin ich wirklich sehr, sehr glücklich darüber, dass wir es geschafft haben, und jetzt freue ich mich auf die nächsten Schritte. Ja, sehr Cool. Ich hab wirklich vielen Artikel gefunden in alle möglichen Sprachen über diesen Transfer und viele Zeitungen schreiben Rekordtransfer. Wie viel Druck empfindest du damit und was tust du, um mental stark zu bleiben? Gute Frage. Ist schon verrückt. Also hätte ich mir vor ein paar Jahren gefragt, ob ich überhaupt so viel wert bin, hätte ich das irgendwie nie behauptet, weil im Handball ist halt eben das Geld nicht so enorm groß, und es ist verrückt, dass, wenn man sich denkt, dass ein Verein so viel zahlt, nur damit du dann bei ihnen spielst, und ja, ist halt schon ein gewisser Druck da, aber ich glaube, ohne den Druck kann man so seine beste Leistung nicht zeigen, und ich freue mich, dass ich diesen Druck habe. Ich glaube, ich habe es oft genug bewiesen, dass ich in einem neuen Verein das zeige, was ich gelernt habe, das, was ich kann, und ich freue mich, dass ich eben so viele Schritte gemacht habe, und um jetzt endlich Champions League zu spielen, um jetzt denen dort zu zeigen, was ich drauf habe, und denen zu helfen. Ja, ich glaube, das ist schon auch ein Wahnsinnszeichen für dich selber, auch was du schon geleistet hast in den jungen Jahren. Du hast schon Fußball ein bisschen angesprochen. Im Handball, wie du sagst, werden die Zahlen ja nicht oft bekannt gegeben. Im Fußball ist das ja gang und gäbe, dass man über Transferzahlen spricht. Was glaubst du, würde es mit dem Handball machen, wenn man da auch, jetzt nicht du persönlich, aber generell im ganzen Business, da offener drüber sprechen würde, über dieses Transfergeschehen? Ja, ich denke, vielleicht agieren dann die Medien auch ein bisschen mehr. Ich habe gesehen, wie intensiv das jetzt für mich auch war, wie viele Leute mich angesprochen, wie viele Journalisten mich angerufen haben bezüglich dieser Summe und hin und her. Ich glaube einfach für die Aufmerksamkeit, für die einfach generell Handballwelt, weil du meintest auch, du hast so viel darüber gelesen, wäre das echt, echt gut, damit sich der Handball auch, was das Geld angeht, auch weiterentwickelt. Ja. Ja, du hast oft gesagt, du willst dich jedes Jahr körperlich und mental weiterentwickeln. Welche persönlichen Ziele hast du jetzt? Weil
Veszprém gesetzt, abseits Champions League-Titel? Ja, ich glaube, für mich wird es Zeit, mal Titel zu gewinnen. Ich habe jetzt in den letzten Jahren nicht wirklich viele Finale gehabt, was so die Vereinsebene angeht. Und ich glaube, mit Veszprém habe ich jetzt eine höhere Chance, mal wieder einen Meistertitel zu gewinnen. Ich glaube, das ist schon ein bisschen lang her, dass ich meinen letzten Meistertitel hatte. Kannst dich Mit den erinnern? Pirates. Mit den Feiern. Da habe ich mich ja mit einem Titel verabschiedet und ja, ich glaube, jetzt wird es wieder Zeit für Titel für mich und sei es jetzt in der Liga oder im Cup und dann Champions League, was Veszprém mir auch noch fehlt, wäre natürlich auch, Ja. ich weiß gar nicht, unbeschreiblich, wenn wir das mit Veszprém holen. Ja, wie wär's so auf nationaler Ebene? Du bist ja jetzt Kapitän frisch für das kroatische Nationalteam. Wie schaut's aus? Olympia, Weltmeister, was hast du da noch vor? Stimmt, das ist ja auch noch passiert in dem Jahr. So viel, gell? So viel. Das ist für mich wirklich unbeschreiblich, das Gefühl. Vor allem dadurch, dass ich irgendwie hier das Handballspielen gelernt habe, in Wien groß geworden bin, dann diesen schwierigeren Weg ausgewählt habe, mich dort auch immer wieder durchgesetzt habe. Schwierig zu beschreiben. Also macht mich extrem stolz, dass ich die Aufgabe von einem der besten Spieler jemals übernehme, von dem großen Domagoj Duvnjak. Er war auch der Erste, der mir das dann auch gesagt hat, dass ich die Rolle übernehmen werde. Und ich glaube, ich war kurz vorm Weinen. Verstehe ich. Cool. Ich glaube, du hast mir gesagt, das ist dein Idol. Ja, Wie fühlt sich das an, jetzt die Rolle des Idols einzunehmen? Schwierig. Ich hoffe, irgendwann schreibe ich mal ein Buch darüber. Ja. Das ist surreal für mich, wenn ich mir das so selber, wenn ich das selber mal durchgehe oder irgendwem erzähle. Schwierig. Also, dass das alles passiert ist und ja, ich versuche das genauso gut hoffentlich zu machen wie Dule. Ich glaube, der hat uns allen gezeigt, wie man es macht, wie alles geht und mal sehen, ob ich das genauso gut Ich hinbekomme. bin mir sicher, dass du das genauso gut machen kannst. Wie wichtig ist dir, jetzt jungen Spielern in Österreich zu zeigen, dass solche große Sprünge möglich sind? Und glaubst du, ist das für den österreichischen Nachwuchs eine Tür, ein Vorbild oder vielleicht beides? Ja, ich hoffe, dass die Spieler, die es geschafft haben, jetzt von der österreichischen Liga ins Ausland, ich glaube, da gibt es einige Beispiele, wie Nico, Hutti, Tobi, Mössl, ich glaube, da gibt es so viele. Und ich hoffe auch, dass wir Idole oder einfach eine Motivation sind für alle junge Spieler, dass die einfach jetzt in den wichtigsten Jahren Vollgas geben, dass sie sich entwickeln, auf uns hinaufschauen und sich erträumen, auch mal da zu sein, wo wir sind. Und ich glaube, das macht uns alle stolz. Ich glaube, genauso haben wir es vor ihnen auch gemacht. Und ich bin froh darüber, dass es echt so viele Beispiele mittlerweile schon gibt. Und ich weiß auch, dass es so weitergehen wird. Ja, ich glaube, Cool, da habt ihr ja. einiges geleistet auch als Vorbilder. Gehen wir gleich mal über. Du bist österreichischer und kroatischer Staatsbürger. Nur kroatischer. Nur kroatischer. Kroatisch. Echt? Und du konntest dich aber damals entscheiden zwischen Österreich und Kroatien, stimmt's? Ja, genau. Was war da so der ausschlaggebende Punkt? Ich habe das schon mal gehört, so, Ja, tauch mal ein. das ist schon ein bisschen länger die Story, aber ich versuche das Ja, ein mach mal bisschen ganz kurz zu kurz, ja. halten. Ja, ich wollte eigentlich schon auch mit meinem Bruder zusammenspielen, auch im Nationalteam. Und da war ja dieses EOF, diese Jugendolympiade mit der älteren Generation, mit dem Jahrgang 96, was mein Bruder ist. Da habe ich mir schon irgendwie erhofft, dabei zu sein. Aber ich glaube, ich wurde damals nicht anberufen oder war eben halt nicht gut genug und alles. Und dann, ich kann mich erinnern, als junge Kroatien-Handballspieler verfolgt zu haben und habe immer Gänsehaut bekommen, mein Herz hat gerast und dann eben, wie gesagt, mein Idol Dule habe ich schon auch irgendwie im Kopf eingepflanzt, boah, es wäre schon geil, wenn ich mal mit dem spielen könnte und ja, und dann habe ich mit meinem Papa mal gequatscht, er meinte, ja, hier, schau, im Sommer gibt es immer so Handballcamps in Kroatien, kannst ja mal versuchen, einfach, ob es dir gefällt überhaupt oder nicht und ja, so hat es irgendwie auch begonnen und ich glaube, nach dem ersten Sommercamp habe ich Papa gesagt, das bleibt die kroatische Staatsbürgerschaft, weil ich möchte da weitermachen, weil ich dort auch wieder was Neues dazugelernt habe und ich eben dieses klare Ziel vor Augen hatte, kroatisches Nationalteam, das ist dort wirklich Kultur. Das hat man, glaube ich, jetzt erlebt, auch bei der Feier da, bei der Silbermedaille. Allein, was ich da schon erlebt habe, es war alles
so wie erhofft irgendwie. Ja, Ja. ich glaube auch aus heutiger Perspektive, wenn man so deinen Karriereweg Ja. verfolgt, Vize-Weltmeister, jetzt Kapitän, hast du, glaube ich, alles richtig gemacht. Und ich glaube, es war für dich persönlich eine goldwerte Entscheidung. Auch wenn wir uns natürlich gefreut Richtig haben. schade, dass Österreich diese Chance verpasst hat. Aber ja, natürlich jetzt spielst nicht nur für Kroatien. Chili hat es erwähnt, du bist jetzt Kapitän dieser Mannschaft und du kannst sie einfach auf Feld führen. Das ist ja nicht irgendein Team, das ist eine Handballnation. Ja. Ja, hast du das Gefühl, dass du damit auch eine neue Ära verkörperst? Ja, ich finde schon. Also es sind jetzt dadurch, dass Karadzic, Duvnjak, Pesic, das so 3 Riesennamen einfach im selben Moment aufhören, ist schon verrückt, weil es hat sich so komisch angefühlt dann ohne denen. Ja, glaube ich. Ja. Irgendwie, wer übernimmt jetzt die Führung und alles? Ich glaube, die haben sich da alle schon in den letzten Monaten schon Gedanken gemacht und ja, dass ich das übernehme, wie gesagt, das macht mich schon stolz. Ich habe auch schon mit Dule ab und zu mal gequatscht, dass er mir noch ein paar Tipps gibt und alles und ich freue mich auf die Herausforderung und ich nehme das sehr gerne an, weil ich mag's, Verantwortung zu übernehmen, das möchte ich und ich hoffe jetzt, dass wir zeigen, dass das kein Zufall war mit der Silbermedaille, dass wir das auch ohne so großen Namen schaffen können, weil ich finde, wir haben jetzt wirklich ein richtig starkes Team mit jungen Leuten, mit viel Erfahrung und ich glaube dran. Cool. Ja, sehr cool. Nehmen wir uns noch mal kurz zurück. Du hast gesagt, dein Papa hat dich damals zu dem Handballcamp gebracht. Wie hat so deine Familie reagiert, als du gesagt hast, okay, ich werde jetzt für Kroatien spielen? Ja, die haben mich sofort unterstützt. Also da war jetzt kein, magst du nicht nochmal hier versuchen mit Österreich? Sie haben meine Entscheidung akzeptiert. Ich glaube, egal was ich da gesagt hätte, meine Eltern, meine Geschwister, die wären von Anfang an für mich da gewesen, hätten mich motiviert und unterstützt. Dein Bruder hatte ja mal Debüt im österreichischen Nationalteam. Hast du dich da so ein bisschen geärgert oder hast du dich gefreut, dass ihr mal gegenübersteht? Ja, das habe ich irgendwie cool gefunden, dass es sein kann, dass ich vielleicht mal gegen ihn spiele. Ich glaube, wir waren ja jetzt wann war das, in Mannheim, die Europameisterschaft, waren wir sogar in derselben Gruppe. Aber da war er leider nicht dabei. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool gewesen. Ich habe dann auch Mama und Papa gefragt, ja, wie macht ihr das? Ja, wie Feuert freut sie ihr an? an? Wunderbar. Ich glaube, die hätten dann so ein Trikot. Verfolgst du auch die Erfolge der Nationalmannschaft, der A-Nationalmannschaft? Was sagst du dazu? Was glaubst du, wie hat sich der österreichische Handball entwickelt, wenn du schaust, wo sie jetzt... In Österreich jetzt? Ja. Ich finde, über die letzten paar Jahre hat sich Österreich deutlich entwickelt. Also ich finde, ich glaube, früher war es so, dass Österreich in der Gruppe und viele denken sich, ja, Österreich kommt jetzt nicht weiter. Ich finde, jetzt ist Österreich eine Handballnation geworden, wo sich denken, okay, Österreich ist eher einer von den 2 Mannschaften, die weiterkommen. Und ich glaube, das haben sie sich verdient mit der Leistung, mit den Spielern, die sie jetzt haben, mit dem Training, was sie alles gezeigt haben. Ich finde, das haben sie sich auch verdient und ich freue mich auch, dass zum Beispiel jetzt Nico als Kapitän sich da sowas von durchgesetzt hat und die Mannschaft richtig gut führt. Stimmt, da steht ihr euch ja dann gegenüber, Kapitän. Hast du Teile deiner Persönlichkeit, die so ganz typisch kroatisch und ganz typisch österreichisch sind? Ich glaube, das ist eine bessere Frage für andere, die so mich als Familienmensch oder Freunde eben kennen. Kroatisch würde ich sagen, eher so dieses Feuer in mir, wenn es um Sport geht, weil ich glaube, ich verfolge sehr, sehr, sehr gerne Sport und wenn es dann Fußball, Handball, Basketball ist, wird es dann eher dann das Kroatische. Österreich vielleicht so meine Disziplin, finde ich, so mein Ehrgeiz. Und ich glaube, der Mix macht mich dann auch irgendwie aus. Ja, sehr cool. Gehen wir nochmal ganz zurück zu den Handballanfängen. Du hast ja schon gesagt, du hast bei den Fivers begonnen. Wie war das dort, als du das gelernt hast? Und kannst du dich an eine Situation erinnern, du hast vorhin schon den Meistertitel angesprochen, die dir besonders positiv aus dem österreichischen Handball in Erinnerung geblieben ist? Eine einzige Sache, die mir ganz besonders geblieben ist, Kannst auch da 2 gibt's schon sagen. viele. Es war echt so ein schöner langer Weg mit den Fivers, was ich da alles gelernt habe. Aber ich glaube schon so, der Titel, würde ich schon sagen. Der Abschluss so zu Hause, mein letztes Spiel mit dem Titel, sich so zu verabschieden, ich glaube, das bekommt nicht jeder hin. Ja. Und Marin, dein Bruder, spielt natürlich immer noch in Fivers Trikot.
du schaust dir ja seine Spiele bei Gelegenheit auch an. Welches Gefühl dominiert da, wenn du ihn von außen anfeuerst? Willst du manchmal auch rein? Ich würde am liebsten auch manchmal mitspielen, wirklich. Wenn ich mir das dann anschaue, wenn ich dann, keine Ahnung, die Heulgasse sehe, ich vermisse das extrem. Weil ich finde, die Heulgasse ist für mich eine der geilsten Hallen in Europa, wirklich. Sei es jetzt der Boden, seien es dann die Fans im Finale, ich glaube, das haben nicht viele und ja, wie gesagt, ich würde am liebsten auch, wie du gesagt hast, reinspringen und einfach mithelfen wollen und ja, man vermisst das auch schon. So diese Liga, dann das Playoff-Spiel und das Best of Three ist schon wieder was anderes. Gab es damals auch so einen Trainer oder so eine Vorbildfunktion bei den Fivers, die dich halt auch menschlich geprägt hat? Ja, da würde ich, ich hatte ja einige Trainer bei den Fivers. Ich glaube, ganz wichtig für mich ist Michi Brenninger, der mir als kleines Kind gezeigt hat, wie man Handball spielt. Da gibt es echt einige Tipps, die ich noch immer im Kopf habe. Echt? So, ich glaube, mit 7, 8 habe ich begonnen und ich habe echt immer brav zugehört, was der Michi uns erklärt. Und das hat mich, glaube ich, von Beginn an schon sehr gut weiterentwickelt. Sonst sei es dann Michi Dratscher oder jetzt auch noch die Sandra. Mit der Sandra habe ich noch am meisten Kontakt. Wirklich, warte. Ja, Schön. telefonieren ganz viel, höre mir dann immer ab und zu auch ihre Ansicht an von der Sandra und irgendwie die Sandra hilft mir auch, wenn ich dann wieder hier bin in Wien. Ich habe jetzt auch vorgestern wieder mit den Fivers mittrainiert, dann Das haben wir gehört. mit dem PC und dann habe ich den Tommy eben auch getroffen, dass sie mich dann eben auch mit offenen Armen aufnehmen. Das zeigt halt, was für ein Familienverein das ist. Ja, absolut, ja. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, aber ich glaube, wären nicht so schnell die 3 Trainer, die mir einfallen. Ja. Was verbindet dich da heute noch so damit, dass du sagst, nach den vielen Jahren, ich schaue trotzdem noch in die Halle und gehe da nochmal mittrainieren? Das muss ja Wahnsinn sein, dass man sich dazu... Ist ganz lustig, dann sehe ich halt jetzt beim Fivers-Training Kinder, die jetzt bei der HLA sind. Das ist für mich absurd so. Du denkst, das ist richtig. Für den muss es auch absurd sein, dass sie neben dir stehen. Körperlich stärker als ich. Das ist auch verrückt. Nein, ich finde es immer schön da, wenn ich die Möglichkeit habe, wieder ein bisschen Handball zuzuschauen oder selber mitzutrainieren. Weckt alte Erinnerungen wieder hoch und ich mache das sehr, sehr gerne. Sei es jetzt im Krafttraining da unten oder Halle, macht immer Spaß und ich freue mich, wenn ich die Möglichkeit habe. Sehr cool, ja. So, du hast jetzt gesagt, der Titel, mit dem du dich verabschiedet hast, war eine der größten Sachen bei den Fivers. Aber was war, wenn du dich erinnerst, dieser erste Highlight für dich, die du erleben dürftest mit Fivers? Und natürlich, muss ich auch fragen, das Dunkelste. Wie war die zweite Frage? Das Dunkelste, also das, was richtig so ein Moment, wo du gesagt hast, ups. Ich glaube, für mich sehr wichtiger Moment war schon so, dass ich irgendwie ziemlich früh in die HLA durfte. Oder die Liga heißt ja jetzt anders, oder? Nein. Oder heißt es noch HLA? Da so gleich in den Männerhandball dazu zu stoßen, war für mich auch enorm wichtig, weil erst dann habe ich gemerkt, da fehlt noch einiges, was ich jetzt machen muss. Und dann habe ich ja noch ein bisschen am Flügel gespielt. Und ich finde da so das erste Tor, ich glaube, das war gegen Bregenz, kann ich mich sogar erinnern. Auch so ein Gefühl, voller Adrenalin danach. Und du kannst gar nicht einschlafen so am Tag. Also dann in der Nacht, weil du denkst an dieses Tor und an die Fans, wie sie sich da abgefeiert haben. Eigentlich, ja, das war, glaube ich, auch so ein Moment, der mir in Erinnerung bleibt. Und jetzt von den Dark Moments, ich glaube, da würde ich dann die finalen Niederlagen nehmen. Ich glaube, gegen Hart haben wir da verloren. Was jetzt nicht nur einmal war gegen Hart, aber Klassiker gegen Haas. ich glaube, das würde ich dann so nehmen. Okay. So, wir haben jetzt eine Unterzahl-Challenge. Ich gebe dir eine Situation und du antwortest ganz schnell, was du tun würdest. Stell dir vor, Champions League Finale, Verlängerung, ihr seid 4 Sekunden vor Schluss in Unterzahl. Du bekommst den Ball Okay. und jetzt, was entscheidest du? Also, was zeigt dir dein Instinkt und warum? Also gibt es da entweder oder sage ich nur, was ich möchte? Du sagst, was du möchtest. Haben wir einen Timeout? Oh, Also du coole nimmst die Frage. sichere Variante und gehst Timeout. Ja, also ich würde vielleicht noch 10 Sekunden spielen, sodass eine halbe Minute bleibt und dann Timeout nehmen, dann schnell besprechen, was wir machen, ob wir es irgendwie schaffen,
den Angriff fertig zu spielen, so in die letzten Sekunden zu gehen. Aber ich würde den Torwart auf jeden Fall drin lassen. Ich würde nicht mit leerem Tor spielen. Das ist so meine Taktik. Ja, verstehe ich. Ich bin immer auch so ein bisschen Zu Team riskant. Ja. Ja, ist zu riskant und ich glaube so, die Unsicherheit bei den Spielern ist dann auch etwas zu groß dann. Ja, gute Gut, Entscheidung. gute Entscheidung. Approved. Hindurch. Herzlichen Dank an Cardis Production für den Studio und an den Besten, unseren Kameracrack Junior Kobas, für die geniale Arbeit. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Du hast ja auch schon einige Rückschläge miterlebt. Ich erinnere mich jetzt ganz konkret an eine Verletzung, die du ausgerechnet gegen Österreich in Mannheim, glaube ich, war das, 2024, dir zugezogen hast. Wie fühlt man sich nach so einem Rückschlag und was denkt man sich dann, wenn man wirklich in der Kabine sitzt und jetzt realisiert, boah, jetzt spiele ich wirklich für die nächsten Monate mal nicht? Ist schon hart. Es war jetzt auch nicht meine erste Verletzung, aber da war es wirklich sehr hart. Es war irgendwie gegen Österreich. Und davor haben wir ein richtig geiles Spiel gegen Spanien gemacht, mit +10 gewonnen. Irgendwie waren dann schon die Hoffnungen groß, dass wir es weit schaffen. So das erste Mal für mich auch. Ja, und dann merke ich einfach, wo ich runtergefallen bin, irgendwie steht da was raus. Bei meiner Schule dachte ich, fuck, ist irgendwie sicher vorbei, jetzt ein bisschen Pause, Reha mal wieder und ja, aber ich glaube, das auch hat dann auch viel mit Erfahrung zu tun, wie du damit reagierst, dass du an deinem Comeback arbeitest, dass du schnell zurückkommst. Und meine Motivation war, ich habe so ein Bild bekommen, wo ich in der Luft gestoßen wurde, genau, wo ich mich verletzt habe. Das hängt jetzt heute noch in meinem Zimmer. Echt? Ja, dass ich irgendwie noch stärker werde und dass mir das dann eben nicht mehr passiert. Ja. Das war eben meine nächste Frage. Was hat dich wirklich begleitet, dass du wieder auf diesen Comeback? Natürlich auch der Support von meiner Family, von meiner Frau, die mich immer gepusht haben, die gesagt haben, das wird alles zurückkommen, das ist jetzt einfach blöd gelaufen, du musst einfach wieder zurückkämpfen. Wirklich jeden Tag haben die mir entweder geschrieben und Miri hat auch alles für mich getan und jetzt ist wirklich jetzt im Jänner ja alles zurückgekommen mit der Medaille bei der Weltmeisterschaft, besser Rückraum rechts, Kapitän geworden, ist verrückt. Ja. In einem Jahr. Und dann hast du immer eine so Verletzung nie wieder, aufgeben, ja. immer Ja. weiterkämpfen und man wird belohnt. Ja, schon ein ordentliches Ausrufezeichen, was du da gesetzt hast, auch wieder dich da zurückzukämpfen und dann wieder so aufzuprallen. Schon geil. Ja, cool. Finde ich cool, ja. Welchen Stellenwert hat es für dich mentale Gesundheit im Sport? Und ich weiß nicht, wie das in deinem Verein in Deutschland, wo du warst, hattet ihr dann einen eigenen Mental Coach oder so einen Sportpsychologen, der euch da durch solche Phasen begleitet hat? Also wir hatten in Melsungen sogar so eine Gruppe, wo wir dann, glaube ich, einmal in 2 Monaten haben wir uns dann mit der Mannschaft getroffen und haben dann mehrere Themen besprochen, was so die mentale Stärke angeht, die Psyche. Und jetzt bei den Rhein-Neckar-Löwen hatten wir eher Einzelgespräche, also mit einer Psychologin, Sportpsychologin, Gruß an Kathi hier, mit der habe ich mich auch 3-4 Mal getroffen. Und das ist für mich schon wichtig. Also ich würde das auch vielen empfehlen, weil mentale Stärke zum Spitzensport dazugehört. Einfach weil man mit so vielen verschiedenen Handlungen irgendwie kämpft und es ist gut, dass man sich erstens mal öffnen kann zu einer neutralen Person, die professionell ist und die da auch weiterhilft. Und ja, ich würde das schon vielen empfehlen. Glaubst du, sollten da Clubs auch genauso auf Sportpsychologen oder Mental Coaches setzen wie auf Physios zum Beispiel, dass das auf alle Fälle Pflichtprogramm ist? Weil in Österreich ist das ja eher, wird das nicht so oft umgesetzt. Ich glaube, es ist natürlich individuell so eine Sache mit den Sportpsychologen. Ich würde mal, dass es ich würde es aber auf einzeln machen, nicht mit der Mannschaft, weil es einfach jeder für sich sein kann. Und ich glaube, in der Mannschaft hat nicht jeder Bock oder nicht jeder braucht das, aber jeder soll es mal versuchen und dann, der das braucht, der merkt, ihm hilft, der kann das dann gerne weiter ausnutzen, so wie bei den Löwen es war. Aber ich glaube, für die Mannschaft, glaube ich, eher nicht. Ja. Ja. Welcher Einfluss, glaubst du, hatte die Tatsache, dass du in Österreich bei den Freiwilligen ausgebildet wurdest und heute ein Weltstar bist, auf den österreichischen Handball? Was das für den österreichischen Handball macht jetzt? Ja, genau.
Ich glaube, es zeigt einfach, was für eine Schule in Österreich es gibt, was für eine Handballschule. Also es zeigt, dass man nicht jetzt in Deutschland oder Dänemark groß werden muss, damit du auf so eine Ebene kommst. Ich glaube, wir haben es vorhin angesprochen, wir haben schon einige Beispiele wie Nico Hutti, die sich schon bewiesen haben und dass die Handballschule einfach schon ein Zeichen gesetzt hat und dass man sich da sehr, sehr gut weiterentwickeln kann. Ich glaube, es gibt jetzt auch immer wieder sehr, sehr viele Anmeldungen bei den Kindern, sei es jetzt bei West-Wien, Fiverr-Krems oder in Vorarlberg bei Hart, Bregenz. Ja, ich hoffe, dass sich das eben weiterentwickelt und dass man das auch irgendwann mal mehr schätzt auch. Ja. Ja. Ja, das glaube ich, da leistet ihr auch als Idole einen großen Mehrwert, wenn man sieht, oh mein Gott, ich kann das auch erreichen. Genau. Welchen ersten Schritt, wenn du jetzt entscheidungsbefugt wärst in Österreich, du spielst jetzt zwar nicht mehr, aber vielleicht hast du trotzdem eine Vorstellung, welchen ersten Schritt würdest du umsetzen, um Österreich auch auf internationales Spitzenniveau zu bringen? Boah, ich glaube, das hat meiner Ansicht nach viel mit Geld auch zu tun. Also vielleicht dann so die Frage der Sponsoren, wie man mit ihnen umgeht, ob man mehr Investoren findet, dass man entweder noch mehr die Weiterbildung und die Jugend fördert oder ab und zu mal bessere Transfers macht, leistbare Transfers, und ich dann Step by Step, ich glaube, das dauert schon, das geht nicht von heute auf morgen, das dauert dann wahrscheinlich mehrere Jahre. Ja, aber ab und zu sind jetzt immer wieder die österreichischen Vereine beim Challenge Cup dabei oder Europa League war jetzt auch, ich glaube, zur Corona-Zeit die Fivers. Und das wäre dann eben einfach so eine Reise, glaube ich, die eine gewisse Summe ausmacht, aber ich glaube, dass es natürlich einen großen Wert ausmachen würde, Ja. um den Handball zu fördern Ja. ins Internationale. Ja, absolut. Ja. Und jetzt auch, ich meine, du bist schon 2019 nach Deutschland gegangen und hast dadurch viele internationale Spielerfahrung sammeln können. Was glaubst du, kann Österreich von großen Nationen, große Handballnationen lernen? Um Ich glaube besser zum zu werden, was Beispiel, machen die anderen, was wir da auch einsetzen könnten? ich glaube, wenn man sich da, ich glaube, da kann man sich so Deutschland oder Dänemark irgendwie als Vorbild nehmen, die einfach, ich glaube, ich komme jetzt wieder zurück aufs Geld leider, aber ich glaube, man muss einfach mehr investieren und ich glaube, der österreichische Handball hat schon so viel gezeigt, was er drauf hat mit der jetzigen Investition und muss jetzt nicht immer alles auf Skifahren, nichts gegen Skifahren und Fußball, aber das ist nun mal das Größte in Österreich, finde ich, aber ich finde, der Handball hat sich das verdient, dass man da einfach noch mehr investiert dafür und ich glaube, das hat man jetzt immer auch gesehen, sei es jetzt bei der Heim-EM in Österreich, wie viele Fans dazu schon waren, einfach wie spannend es ist, Handball zu verfolgen und ja, ich hoffe, dass das vielleicht durch unser Podcast ein bisschen mehr jetzt reinkommt. Ja, Ja, das wünschen wir uns also auch. wünschen wir uns auch. Es sollen einfach Leute ein bisschen mehr hinschauen und merken, dass Ja. der Sport einfach grandios ist. Ja? Genau, wir sprechen eben auch solche Themen genau an. Was kann man in Österreich verändern? Was glaubst du, dieses Geldthema und Sponsorenthema ist, glaube ich, ein wirklich großes Thema und davon geht alles aus. Jetzt hört man immer wieder, den Vereinen fehlen irgendwie die Infrastruktur, die Hallen. Was glaubst du, ist das auch für ein Ansatz, um da das irgendwie anzugreifen, um zu schauen, dass die Infrastruktur weiter ausgebaut wird, dass man die Ausbildungen irgendwie vertieft? Hast du da vielleicht irgendwelche Ideen, die du aus einer internationalen Spielerfahrung mitgenommen hast, wie man das dort vielleicht umsetzt? Ich würde, ist auch eine gute Frage, ich würde einfach mich noch ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen sogar und damit ich da ein bisschen besser darauf antworten kann, aber ich weiß gar nicht, wie die Situation jetzt ist mit, sei es Trainern, Schiedsrichtern, Ausbildenden, was da alles noch fehlt, auch für die, weil ich glaube, Wien ist einfach eine internationale Stadt, die, glaube ich, sowas drauf hat, womit man was erreichen könnte fürs Internationale. Hallen gibt es auf jeden Fall genug, glaube ich, und ich hoffe einfach, dass man da in der Zukunft einfach, dass die Förderung einfach noch größer wird. Ja, wir stellen uns immer die Frage, wie realistisch oder wenn wir jetzt in die Zukunft sehen könnten, wann glaubst du oder glaubst du überhaupt, dass der österreichischen Handball wirklich diese Professionalisierung
erreicht. Glaubst du, ist das realistisch, dass wir auf diesem Niveau kommen wie die Großnationen wie Dänemark? Ich hoffe es. Aber wie gesagt, ich glaube, das dauert. Das ist so ein längerer Prozess, glaube ich. Und wenn ich raten dürfte, ich würde sagen, in 5 bis 10 Jahren, also das, glaube ich, würde einfach dauern, bis man da alles vorbereitet, bis man sich da eingewöhnt, bis man sich da anpasst. Und ja, ist, glaube ich, ein langer Weg, aber ich bin optimistisch. Wieso nicht? Den machen wir mit. Ich glaube, da hat sich wie du sagst, schon einiges getan. Kommen wir vielleicht mal so zum Kulturellen zurück. Wenn du jetzt zum Beispiel Österreich, Kroatien vergleichst, was das vom Fangehabe bedeutet. Also ich glaube, wenn man die kroatischen, ich war damals in Mannheim selbst in der Halle, Österreich gegen Kroatien, das war unglaublich. Da waren eigentlich 80% der Halle mit Kroaten voll. Und man ist drinnen gesessen und dachte, man spielt in einer kroatischen Halle. Was glaubst du, sind da die Unterschiede auch kulturell gesehen? Boah, ich glaube, was so die Fans angeht, war auch für mich ein Grund, auch für Kroatien, weil ich glaube, die kennt man irgendwie weltweit, egal welche Sportart, wo man ist. Irgendwie sind extrem viele Kroaten dabei, die dich 60 Minuten lang pushen. Allein das, was wir jetzt bei der Feier erlebt haben, bei der Silbermedaille, es waren ja über 100.000 Leute da. Wahnsinn. Cool. Und man sich denkt, als ob man ein Rockstar ist und auf der Bühne steht. Ja. Das ist schon ein Gänsehaut pur Moment gewesen, den ich nie vergessen werde. Ich weiß nicht, da gibt es auch in Kroatien, finde ich, auch so einfach so Fanlieder, die man zu jeder Sportart irgendwie singt. Und dann geht man da auch gerne hin, singt mit den anderen, trinkt mal ein Bierchen, keine Ahnung. Und dann ist man einfach gut drauf und genießt dann als Fan auch das Erlebnis, die Sportart sich anzuschauen, sie zu supporten. Und vielleicht ist es so ein bisschen, was bei den Österreichern fehlt. Ich weiß nicht. Natürlich ist die Stimmung auch immer geil, zum Beispiel jetzt bei den Fibers im Finale, aber so, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn man sich entscheiden darf, ob man ein Kroatien-Spiel schaut oder Österreich mit den Fans, ich würde es mit den kroatischen Fans sowas von abgeht. Ist verrückt, wie die da singen und dann schreien und 60 Minuten lang. Aber dafür auf der anderen Seite, wenn du nicht ablieferst, ist auch hart, weil dann gibt es auch viel Kritik. Ja. Aber das gehört halt dazu. Es sind halt 2 Extremfälle, was halt in Kroatien so ist. Und Wie gehst du damit um, mit dieser Kritik da? man Liest du Kommentare, schreiben ab sie und auf zu Social lese ich Media? mir ein bisschen was durch. Aber ich glaube, ich bin mittlerweile alt genug, um das einfach lustig zu finden oder einfach zu ignorieren, weil da gibt es echt alle möglichen Kommentare. Die will man sich, glaube ich, gar nicht so zu Herzen nehmen. Ja, wollte man gar nicht. Nein. Ja, erzähl uns mal, gab's ein Opfer, das du bringen musstest, der dann zum Schluss du gemerkt hast, okay, das hat doch meine Karriere gepusht und Boah, ich würde da wirklich den Weg zum kroatischen Nationalteam nehmen als Opfer, weil das nicht einfach war für mich. Irgendwie habe ich es mir als so im Herzen wollte ich es immer werden, kroatisches Nationalteam, aber es war schon auch teilweise brutal für mich. Irgendwie gegen meinen Bruder, gegen meine Freunde. Ich war ja auch in der Maroltinger. Da waren ja auch viele beim österreichischen Nationalteam. Da war der Harald Grünager, der Direktor von der Schule, war ja auch mit dem 98er Nationalteam auch dabei. Also auch gegen ihn und dann immer diese langen Wege. Am Anfang hat mich mein Papa immer gefahren, dann war es immer mit dem Flixbus nach Zagreb. Ja. Ich habe dort keinen gekannt. Ich habe mir auch nicht so einfach getan mit der Sprache. Natürlich konnte ich so die Basics, aber ich habe es ja nie richtig in der Schule gelernt, außer zu Hause mit meinen Eltern. Da musste ich schon ein paar Opfer bringen. War schon der härtere Weg auf jeden Fall. hat sich aber voll Hat sich ausgezahlt. aber, ja, Das hat sowas sich von wirklich, gelohnt. ich Ja, aber auch. Deswegen, Kann man wirklich nicht sagen. ja, nicht Angst haben vor sowas. Also mal trauen, zeigen, was man drauf hat, an sich glauben und nie aufgeben. Ja, sehr cool. Ja. Was genau motiviert dich heute, trotz all deiner Erfolge, du hast einige schon erreicht, weiterzumachen und zu sagen, okay, ich stehe trotzdem jeden Morgen auf, trainiere trotzdem weiter, obwohl ich jetzt schon Vize-Weltmeister bin? Ich glaube, die Liebe zum Handball, die werde ich, glaube ich, nie verlieren, weil es immer Spaß macht und man ist ja auch ehrgeizig. Ich habe jetzt Silber geholt, mein nächstes Ziel ist klarerweise Gold. Das wollen wir hören. Und ja, so wie gesagt,
vereinsmäßig habe ich ja noch keinen Titel geholt außerhalb von Österreich und ich glaube, jetzt wird es auch Zeit. Ich glaube, das pusht dann einen auch selber und man will ja auch immer besser werden. Man hat ja auch so seine Konkurrenz im Verein oder man guckt sich ja auch andere Handballspiele an und denkt sich, boah, das ist schon richtig stark, wie das der Gitzel macht oder die Kamem und entweder du kopierst so ein bisschen was von denen oder willst es noch besser machen und das sind so Kleinigkeiten, die dann einen selber auch besser machen. Ja. Hast du so gewisse Routinen in deinem Alltag oder wie schaut so ein typischer Alltag aus, ein typischer Tag im Leben eines Ivan Martinovic? Ich glaube, wenn es klappt, ausschlafen. Immer frühstücken vom Training. Also wir hatten jetzt immer Vormittagstraining und für mich ist Frühstück ganz, ganz wichtig. Frühstückst du gerne? Ich mache mir oft so entweder Skyr-Joghurt mit Haferflocken, ein bisschen Protein-Geschmack rein. Sowas sehr, sehr oft, weil es auch schnell geht und einfach ist. Ja, dann eben das Handballtraining. Danach, wenn ich noch genug Energie habe, noch individuell was machen, sei es Krafttraining oder Werfen. Dann, wenn Miri nicht arbeitet, wartet ein leckeres Mittagessen. Ja. Versuche ich ein bisschen mit dem Thermomix was zu zaubern oder eine Bestellung zu machen. Sonst mache ich, ist schon vor einem Jahr habe ich begonnen mit Yoga. zu Hause. Echt? Mache ich auch sehr gerne. Cool. Schaue ich mir einfach so ein 20-30 Minuten Video an. Sonst studiere ich nebenbei auch. Was Was studierst du? studierst du? Sportmanagement mache Wow. ich auf der IU, also online. Ist wirklich praktisch auch eben für Sportler, weil du alles online machen kannst. Wann hast du dort begonnen? Vor 3 Jahren. Echt cool. Ja. Sehr cool. Hoffentlich bald mit dem Bachelor auch. Ja, sonst, ich weiß nicht, mit Miri entweder irgendein Kartenspiel oft oder spazieren gehen, was sie sehr, sehr gerne macht. Und ich bin eher Fahrradfahren oder Netflix eine Serie schauen oder so. Und ja, und am Abend vorm Schlafengehen noch beten. Beten, echt? Ja? Hast dich da schon seit der Kindheit irgendwie so etabliert? Ja, eigentlich schon seit der Kindheit, aber jetzt so, ich glaube, seitdem ich 20 bin, eigentlich gefühlt jeden Abend Jeden Ja. Abend. vorm Wow. Schlafengehen. Cool. Cool. Hast du auch ein Ritual für jedes Spiel? Gibt es da irgendwas, was Ivan immer machen muss, bevor er einfach... Bevor ich in die Halle laufe, mache ich ein Kreuz und bete auch vom Spiel. Und sonst einfach gute Musik in der Kabine. Was hörst du gerne? Ich höre sehr gern Raf Kamora. Also wenn er unseren Podcast hört, das wäre geil. Weil ich habe seinen Podcast habe ich mir auch angehört, also ich höre ganz viel Raf Kamora. So Deutschrap ist schon, seine Richtung ist Vollgas mein Ding. Sagen da die kroatischen Kollegen, wenn du Deutschrap aufdrehst? Ich versuche das vielleicht jetzt auch ein bisschen Deutschrap ins Kroatische zu bringen. Ob das klappt, weiß ich nicht, aber nein, kroatische Musik höre ich auch ganz gern. Aber dadurch, dass ich eben hier aufgewachsen bin, ist schon Deutschrap, da ist auch Wiener. Ja, den verfolge ich schon ganz viel. Cool. Also hat man dann trotzdem noch so seine Idole irgendwo, Ja. auch als Superstar jetzt Voll. im Handball. Also ihn verfolge ich ja gern, sonst auch LeBron James. Mhm. Ich glaube, das habe ich schon bei einigen Podcasts. Merkt man gar nicht. Hier. Vielleicht, wenn er getradet wird oder wechselt, wird es eine andere Cappy. Aber nein, ich glaube, das ist so auch so außerhalb vom Handball so mein Vorbild. Ja, cool. Du hast ja sportlich bereits viel erlebt. Was würdest du heute deinem 15-jährigen Ich sagen? Ganz. Was ich ihm sagen als Tipp? So Ja, welchen Rat Ein würdest du Rat? geben? Dass ich mir bei wichtigen Entscheidungen mehr Zeit lassen geben würde. Gehst du alles schnell durch, oder wie? Nein, aber ich glaube, so mit 15, 16 willst du alles so Ja. zack, zack machen. Aber ich glaube, mein Tipp wäre, mach mal entspannter. Mach dir mal eine Liste, wieso, warum, was ist besser, was ist schlechter. Und das wäre so mein Tipp. Einfach sich Zeit lassen und die Sachen Ja. calmer. Genau. Gut, wir kommen jetzt zu einem meiner Lieblingsmomente in diesem Podcast. Ja, wenn oder was siehst du heute in österreichischen Handball die rote Karte? Also einfach eine rote Karte, zu einer Sache aus dem Handball.
Ich würde rote Karte geben, dass es keine Shot Clock gibt. Shot Clock? Also, dass es 'n Zeitspiel gibt. Und ich hätte gern ein Zeitlimit. Weißt du, wie beim Basketball, hast du 24 Sekunden, dann siehst du halt, jeder Spieler sieht, beim Handball, keine Ahnung, würde ich 45 Sekunden machen, weil es auch oft das Problem gibt, hey, wann hebt er die Hand endlich? Oder wie viele Pässe waren das Eine nochmal? fixe Zeit. Siehst einfach die Zeit, genau. Also einfach eine Zeit, dann gibt es da keine Beschwerden. Also dann ist ja oft so, in den ersten 30 Minuten hebt er erst die Hand nach, keine Ahnung, einer Minute und dann letzte Minute steht unentschieden, die spielen 10 Sekunden, auf einmal ist die Hand wieder oben. Das ist ja, Ja, interessant zu sagen. ja immer so anpassend auf die Situation, deswegen so eine Shotclock wäre ganz fair für alle. Ja, sind wir gespannt, ob sich das etabliert. Ja. So, hört einmal zu. Also Ivan, du warst ja, ich glaube, in der Saison 2016/17 Newcomer des Jahres in der HLA. Kannst du dich erinnern? Schon länger her, aber kommt drauf an, was du mich jetzt fragen magst. Was würdest du jungen Talenten raten, die jetzt in Österreich oder wo auch immer Handball spielen, ob sie zum Beispiel, wenn sie überlegen, ins Ausland zu gehen oder in Österreich zu bleiben, was würdest du ihnen raten? Mein Tipp wäre, mit 17 wäre schon sehr früh. Also ich würde auf jeden Fall mindestens 2 Jahre in der HLA mitspielen als junger Spieler. Einfach, dass du mal kennenlernst, wie das ist mit Männerhandball. Das ist schon ein Unterschied von der Jugend in den Ja, auf alle Männerbereich. Fälle. Und jetzt zu früh jetzt ins Ausland zu gehen, weiß ich nicht. Ist schon, auch wenn ich vorhin gesagt habe, man soll sich ruhig trauen, so ein Risiko zu setzen, aber ich glaube, das wäre so ein Moment, wo ich sage, denk nochmal drüber nach. Ja. Setz dich erstmal durch, zeig nochmal, dass du jetzt als Newcomer, auch als jetzt Erwachsener durchsetzt in der Halle, zeig nochmal ein Jahr oder 2, dass du, wieso nicht dann der MVP der Liga werden und dann, glaube ich, hast du auch mehr Optionen, mehr Angebote aus dem Ausland und dann den Schritt gehen. Würdest du rückblickend den Weg jetzt nochmal genauso gehen, den du gegangen bist? Ja, schon. Ich glaube, für mich war es halt immer wichtig, viel zu spielen und ich glaube, das hatte ich bis jetzt in jedem Verein und viele haben mir gesagt, ja, wieso jetzt nicht dahin, wieso jetzt nicht dahin? Ich habe gesagt, für mich war es wichtig, mich immer weiterzuentwickeln, mich immer zu spielen und so, sei es jetzt Champions League oder die Titel. Ich habe immer gesagt, das kommt schon alles. Also ich bin 27, ich habe noch ein paar Jahre vor mir. Ich glaube, das passt so. Ich bin sehr zufrieden, so stufenweise immer so ein Step weiter. Und jetzt bei Vesprem irgendwie so, als ob das so irgendwie ein schöner Prozess ist für mich und ich habe immer daran geglaubt, dass das kommt. Das, was die meisten irgendwie nicht geglaubt haben oder wo die meisten gesagt haben, das ist ein Fehler, habe ich einfach ignoriert. Ja, heute kannst du sagen, ich habe es geschafft. Ja. Und du redest immer ganz groß die Unterstützung, die du von deiner Familie bekommen hast. Und es ist immer so, dass die Eltern immer als Taxi fungieren, immer in die Hallen, jedes Wochenende, sonntags früh. Was würdest du allen Handball-Mamas und Papas zurufen, um mal richtig Danke zu sagen für das, was sie alle leisten? Ja, also in dem Sinne auch nochmal hier jetzt ein Riesendank an meine Eltern, die das mit 4 Kindern ausgehalten haben, ganze Woche zu arbeiten und dann am Wochenende in 3 verschiedenen Hallen zu fahren. Jetzt von der Hollgasse bis zur Liebelgasse, zur Steinergasse, das ist ja alles Mögliche dabei. Mit Essen mitnehmen, mit Wäsche waschen ist, glaube ich, wirklich anstrengend. Und auch an alle anderen Mamas und Papas ein Riesendanke, dass ihr das für die Kids macht. Ich hoffe, es macht euch auch Spaß. Ich glaube, für die Eltern gibt es nichts Schöneres, wenn die Kinder glücklich sind, wenn die dann Spaß haben beim Handball. Und ich glaube, dass das für die Eltern auch ein unbeschreibliches Gefühl ist, wenn die Kinder dann in der Halle einfach Tore werfen oder einfach mit den Freunden unterwegs sind. Und ich hoffe, dass das dann wirklich alle Eltern auch so machen. Und dann zu sehen, dass sie dann Weltstar werden. Genau. Immer an die Kinder glauben. Ne? Das sagt sich jetzt so einfach in deiner Situation. Glaubst du, wie kann die Community auch in Österreich, so den österreichischen Handball attraktiver machen? Oder was kann die Community beitragen? Das ist so ein Podcast wie bei euch jetzt zum Beispiel. Finde ich richtig cool, wirklich.
Ich weiß nicht, in Deutschland haben sie jetzt Dein gemacht zum Zuschauen. Also es kann sich ja jeder für, keine Ahnung, 8 € im Monat jedes Handballspiel anschauen in der Liga plus die deutschen Teams in der Champions League oder Europa League. Also ich glaube, das hat sich schon richtig bezahlt gemacht für die, das hat man ja auch gelesen. Ich glaube, Dein übernimmt jetzt sogar Fußball, Genau, was ich ja. so gehört habe. Ich glaube, wieso nicht jetzt in Österreich auch genauso einen Step machen, das, was ich vorhin angesprochen habe, so wie es die machen und wenn es klappt, versucht es jetzt Österreich auch. Ich glaube, das wäre so ein ganz großer Step oder das heißt ein Podcast jetzt. Und ich glaube, das sind auch so kleine Schritte, die es dann vielleicht auch mithelfen fürs Internationale dann. Ich hoffe, ich verplaudere mich nicht, aber ich hoffe, ich kann das verraten, aber ich glaube, das ist auch so geplant, dass es in Österreich jetzt sowas für nächste Saison eingesetzt wird. Ja, genau. Also Ich hoffe. ich hoffe, ich muss das jetzt nicht rausschneiden. Ja, ich würde mir auch gerne mehr Spiele anschauen. Ich glaube, auf Krone TV schaue ich jetzt meistens die Spiele. Mhm. Ist jetzt auch nicht nichts gegen Krone TV, aber ist jetzt auch nicht die beste Kamera und es ist immer nur eine Perspektive, die Zeitlupen genau aus derselben Perspektive. Hattest du aus Deutschland Zugriff auf die ORF-Spiele zum Beispiel? Ich glaube immer mit Miris Handy, weil die noch österreichisches Netz hat. Deswegen. Oder VPN oder so. Ja. Kann man das gar nicht, oder? Das VPN? Ja, das ist nicht verboten. Ich weiß nicht, wie legal das ist. Ja, das ist legal. Informieren und dann entscheiden. Ui. Gut, jetzt kommen wir langsam dem Ende nah. Also vervollständige bitte den Satz, Unterzahl ist für mich. Unterzahl? Wie meinst du jetzt? Jetzt auf den Podcast bezogen. Du hast vorher gesagt, Ach so, okay. ich dachte, du meinst wieder das Beispiel Unterzahl. Nein, ich finde es mega cool, einfach mal mehr über Handball in Österreich auch zu quatschen. Mich freut es, dass ich auch ein bisschen was über mich erzählen durfte. Vielleicht motiviert das eben auch junge Spieler oder jetzt auch zum Beispiel die Eltern. Ich hoffe, dass sich das viele anhören und dass da auch viele dazukommen, viele neue Handballer. Wir freuen uns auch, wir sind sehr gespannt. Zum Abschluss, nenne uns 2 Namen, die unbedingt bei uns im Unterzahl-Podcast vorkommen sollten. 2 Namen. Ich nehme einmal Nico Milik. Ich glaube, der wird auch Zeit haben. Und ich glaube, ich würde meine Schwester nehmen. Kiki. Kiki? Ja. Als junge Handballtrainerin. Ja. Wieso nicht? Ja. Ja, sehr cool. Würde mich wirklich freuen, Kiki. Kiki, du bist schon eingeladen. Und Nico auch natürlich. Frau. Ja. Gut, Ivan, danke, dass du gekommen bist. Danke, dass du einfach so spontan einfach so gesagt hast. Es war richtig cool, Ja, hat richtig Spaß gemacht. Danke für deine Offenheit. Ja, danke. Ja, danke auch. euch. Ja, vielen, vielen Dank. Es war wirklich sehr spontan. Ja, die hat dann geschrieben, Ivan Martinovic ist in Wien. Und wir haben uns wirklich sehr gefreut, dass du Zeit hattest. Vielen Dank. Vielen Dank auch an unsere Zuschauer und Zuhörer, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns. Wir versuchen jede Woche eine Folge hochzuladen und genau auf allen Podcast-Plattformen, Spotify, YouTube. Genau. Ja, folgt uns auf Instagram, TikTok, Unterzahl_der Podcast. Einfach kommentieren, einfach auch Namen nennen, wenn wir da alle sitzen sollten. Ja, bleibt in Bewegung und vergiss nicht, Unterzahl heißt kämpfen. Ciao. Ciao.